Und damit kommen wir zu einem Thema, das heute auch viele Menschen beschäftigt. Die Finanzlage der Pflegeversicherungen ist offenbar noch dramatischer als bisher bekannt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach der aktuellen Einschätzung der Bundesregierung droht demnach bereits im kommenden Februar die Zahlungsunfähigkeit, wenn nicht vorher eingegriffen wird. Es gebe bereits Gespräche in der Ampelkoalition, wie die Pleite verhindert werden könnte. Die von den Krankenkassen bisher vorgesagte Erhöhung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte reicht wohl nicht aus. Es werde vielmehr von einem Bedarf von bis zu 0,3 Prozentpunkten ausgegangen. Damit könnten die Sozialbeträge zum Jahresanfang so stark steigen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Darüber möchte ich sprechen mit Thorsten Alsleben von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Diese Zahlungsunfähigkeit, was würde das überhaupt erstmal konkret bedeuten? Also da kann ich erstmal eine Warnung geben, es wird keine Sozialversicherung zahlungsunfähig. Also die Versicherten werden ihr Geld weiterhin bekommen. Aber das Defizit ist groß und es wird wahrscheinlich größer ausfallen als bisher prognostiziert. Das heißt, der Beitrag muss angehoben werden, da führt kein Weg dran vorbei. Und die Sozialabgaben steigen ja ohnehin schon. Der Rentenbeitrag wird in den nächsten Jahren angehoben, der Krankenkassenbeitrag wird auf jeden Fall angehoben. Und wir hatten ja mal das Ziel 40% Obergrenze. Jetzt nähern wir uns langsam der 45%. Und im Jahr 2030 werden wir schon über der 45%-Grenze sein. Das heißt, der Standort Deutschland wird teurer. Jetzt haben Sie gesagt, es lässt sich nicht mehr abwenden, dass wir mehr zahlen müssen. Die Erhöhung, sie kommt. Aber natürlich trifft sie Menschen viel härter, wenn sie auf einmal kommt. Hätte man das anders schon viel früher erkennen können und damit einen leichteren Anstieg sozusagen erzielen können? Naja, wir haben ein demografisches Problem. Das heißt, die Leute werden immer älter, es gibt mehr Pflegebedürftige, es gibt immer weniger, die dafür in die Versicherung einzahlen. Dieses Problem ist seit vielen, vielen Jahren bekannt und bisher hat die Politik strukturelle Reformen weitgehend vermieden. Im Gegenteil, es wurde immer wieder was draufgesattelt, dann wird aus nachvollziehbaren Gründen werden die Gehälter für Pflegepersonal werden erhöht. Das kostet natürlich alles Geld und es muss am Ende von den Beitragszahlern bezahlt werden. Und Beitragszahler heißt, auch der Geringverdiener hat höhere Sozialabgaben und die Arbeitgeber sowieso, für die dann die Arbeit auch immer teurer wird. Trotzdem, jetzt die Meldung, im Februar könnte es soweit sein. Das ist wirklich ein sehr kurzer Zeitraum. Hat da jemand nicht genug aufgepasst? Hat man das Problem zur Seite geschoben? Anders gefragt, wer ist schuld an diesem Dilemma jetzt? Also der Gesundheitsminister hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Es war ja absehbar, das Defizit war bekannt. Dass es jetzt höher ausfällt, war auch schon absehbar. In dieser Woche wird der Wirtschaftsminister seine Wirtschaftsprognose noch mal nach unten korrigieren. Aber auch das war absehbar. Seit Wochen und man muss fast sagen Monaten korrigieren ja die Institute ihre Prognosen nach unten. Die Ampelregierung macht nichts, um die Wirtschaft richtig anzukurbeln. Im Gegenteil. Und das wird sich auswirken. Übrigens auch auf den Bundeshaushalt. Der basiert auch nicht mehr auf den richtigen Annahmen. Und das jetzt zu beschließende Rentenpaket 2, was die Beitragssätze noch mal erhöht, das basiert auch auf falschen Annahmen, nämlich auf viel zu optimistischen. In Wahrheit wird das noch viel teurer und die Beiträge werden noch stärker steigen. Jetzt haben Sie zu Beginn die gute Nachricht gehabt, dass erstmal alle Pflegebedürftigen nicht direkt betroffen sind. Aber trotzdem, gerade die jüngere Generation denkt sich ja sowieso schon, das, was man einzahlt, wird man das jemals zurückbekommen. Wie lange kann das System auch mit solchen Erhöhungen noch stabil bleiben? Das wird nicht stabil bleiben. Also es muss in der nächsten Legislaturperiode muss relativ schnell eine umfassende Reform gemacht werden. Und das wird auch ungemütlich. In der Pflegeversicherung zum Beispiel. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sie kürzen die Leistung oder die Leute müssen länger oder mehr einzahlen. Also zum Beispiel eine Anhebung des Renteneintrittsalters würde natürlich helfen, weil das ja für alle Sozialversicherungen gilt. Man zahlt dann ein paar Monate länger ein. Und man müsste vielleicht bei den Leistungen kürzen. Eine Möglichkeit wäre, dass man in den ersten 3 oder 6 Monaten komplett die Pflegeleistungen zahlen muss. Das ist brutal, aber anders wird das System wahrscheinlich nicht zu stabilisieren sein. Weiterhin keine guten Aussichten. Die Politik muss sich jetzt damit beschäftigen. Vielen herzlichen Dank allerdings für diese Erläuterungen. Danke. Gerne.